Hallo liebe Nähfreunde, ich bin Annika und heute geht es mal um Schnittmuster, also um das Papier an sich. Wie kann man das ordentlich sortieren? Ich habe euch mal 5 Möglichkeiten zum Organisieren zusammengetragen. Also es ist ja so, wenn ihr Schnittmuster zum Beispiel abhaust aus einer Zeitung oder eben ausdruckt auf A4 und dann vielleicht nochmal abnehmen müsst, entsteht ein ganzer Haufen Papier. Vor allem wenn ihr für Kinder näht, habt ihr ja verschiedene Größen, die ihr dann auch noch abnehmt. Und bei diesen Papierbergen muss man sich wirklich überlegen, wie man die organisiert, damit man dann zum Beispiel dieses eine Schnittteil für das Kleid, das man jetzt gerade sucht, wiederfinden kann. Meistens liegen die übrigens ganz unten. Meine persönliche Erfahrung. Und deswegen habe ich mir mal mehrere Möglichkeiten angeschaut. Ich habe 5 Ideen für euch zusammengesammelt, wie ihr die Schnittmuster sortieren könnt. Von klassisch bis etwas alternativ. Immer im Zusammenhang mit einer Idee, die ich schon von einer ganzen Weile hatte. Denn dieses Problem habe ich schon ganz lange und habe deswegen mir Gedanken gemacht, wie man denn die Schnittmuster gut sortieren kann. Und selbst wenn man die sortiert hat, weiß man dann nach einer ganzen Weile auch nicht mehr, was in dieser Hülle oder in dieser Packung drin ist. Und deswegen habe ich ein wunderschönes Deckblatt entwickelt für Schnittmuster. Da könnt ihr alles ganz genau und haarklein ausfüllen. Ihr füllt zum Beispiel aus, welchen Schnitt ihr da abgenommen habt. In welcher Größe liegt er eigentlich vor? Hat er eine Saumzugabe? Hat er eine Nahtzugabe? Das sind alles Dinge, die ich immer wieder nachlesen muss, wenn ich ein Schnittmuster zum Beispiel nach 3 Monaten wieder raushole. Auch da weiß ich das schon nicht mehr. Und da kann ich den Schnitt noch so gut beschriftet haben. Ich habe wirklich keine Lust, die Schnittteile durchzulesen, was ich da mal draufgeschrieben habe. Meistens ist das sowieso nicht besonders gut gewesen. Und deswegen gibt es jetzt diesen coolen Deckblatt-Block mit 50 Blatt exklusiv bei Snapply in A5 und A4. Und bei meinen 5 Ideen, die ich für euch gesammelt habe, werde ich euch auch immer zeigen, wie ihr diese Deckblätter mitgestalten könnt. Idee Nummer 1 ist dieser Klassiker hier. Ein ganz normaler Aktenordner mit transparenten Hüllen. Da gibt es natürlich auch noch Aktenhüllen, die zeige ich euch in dem Zusammenhang auch mal. Die finde ich ein bisschen passender. Und jetzt sortieren wir mal die Schnittmuster hier in den Klassiker ein. Der Aktenordner hier ist dabei sogar ein ausrangiertes Modell. Hier kann ich einfach meine Klarsichthüllen einsortieren und eben meine Schnittmuster in die Hüllen reintun. Ich habe jetzt sehr dünne Klarsichthüllen, die kann ich euch nicht so gut empfehlen, weil man einfach Probleme dabei hat, sein Schnittmuster dort irgendwie reinzubekommen. Wenn die Folie ein bisschen fester ist, funktioniert das ein bisschen besser. Wenn ihr dann noch das Deckblatt oben drauf setzt, dann sieht es erstens super ordentlich aus und zweitens habt ihr immer auf dem ersten Blick gleich sichtbar, was in jeder Hülle steckt. Richtig toll finde ich übrigens diese Aktenhüllen. Die kann man seitlich mit so einem Klett öffnen und da schiebt man dann einfach alles, was das Schnittmuster betrifft, seitlich rein. Die sind auch sehr, sehr viel fester und sehr viel robuster. Auch hier kann man jetzt wieder oben drauf so ein kleines Deckblatt legen und dann hat man immer alles auf einen Blick. An der Seite haben die dann so eine Leiste, die gelocht ist und ihr könnt die dann einfach mit abheften. Perfekt ist zum Beispiel hier auch eine Kombination aus diesen verschiedenen Hüllen. Manchmal habt ihr ja ein bisschen mehr Schnittmuster pro Hülle und manchmal habt ihr einfach ein bisschen weniger. Da tut es dann auch die einfache Folie. Viele von euch kennen bestimmt auch diese Hängeregister zum Sortieren von Schnittmustern. Man fühlt sich dabei ein bisschen wie in einem Großraumbüro, vielleicht sogar ein bisschen wie beim FBI, wenn man diese Akten benutzt und dort seine Schnittmuster einsortiert. Der große Vorteil dabei ist, dass man nicht so viel falten muss und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die einsetzen kann. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Tischhängeregister, aber natürlich gibt es auch Aktenschubladen und es gibt auch Einsätze für Schränke, wie zum Beispiel Kallax, die man hier benutzen kann. In die Hängeregister rein kommen dann eure Schnittmuster. Hier habe ich eine Variante, in der ich die Schnittmuster nochmal in so einzelne Folien gesteckt habe, damit die dann ordentlich sind und nicht rausfallen können. So kann man zum Beispiel auch nochmal die einzelnen Größen sortieren in so einem Hängeregister selbst.
Dann könnt ihr hier natürlich auch wieder das Deckblatt benutzen, um die Schnittmuster einzukategorisieren. Am besten finde ich das hier aber, wenn man das auf den Hängeregister draufklebt. Und damit ihr den auch weiterhin benutzen könnt, auch wenn ihr vielleicht diese Schnittmuster nicht mehr haben wollt, habe ich mir hier überlegt, dass man ja auch diesen Kleber, der wieder ablösbar ist, benutzen kann. Das hier sind solche Klebekügelchen, die man zum Beispiel auch für Wände nutzen kann. Und damit klebe ich dann einfach mein Deckblatt an, so dass ich es perfekt lesen kann, wenn ich den Register rausziehe. Aber eben auch, dass er rückstandslos entfernbar ist, falls ich den Register nochmal für irgendwas anderes benutzen möchte. Wenn das dann beschriftet ist, könnt ihr auf den ersten Blick wieder sehen, was denn in dem Register drin ist. So sieht das dann aus und ist jederzeit wieder ablösbar. Natürlich kann man sich die Hüllen aber auch sparen. Wer es ein bisschen chaotischer ertragen kann, der kann natürlich einfach alles in so ein Hängeregister reinwerfen. Denn es sieht am Ende immer ordentlich aus, egal ob ihr den dann einfach nur füllt mit euren Schnittmustern. Das ist wirklich für solche Register kein Problem. Wie bewahrt ihr eigentlich eure Schnittmuster auf? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe gehört, manch einer rollt seine Schnittmuster. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das anstellt. Idee Nummer 3 ist die Präsentationsmappe. Ihr seht, meine ist prall gefüllt, denn das ist die Variante, die ich jahrelang benutzt habe. Aber trotzdem ist die ziemlich unordentlich, wenn man hier nicht eine gute Ordnung drin hat. Schaut mal, man sieht nicht auf den ersten Blick, welches Schnittmuster das ist, wenn bei dem Schnittmuster nicht sowieso schon ein schönes Deckblatt dabei ist und man das dann auch zufällig mit ausgedruckt hat. Diese Präsentationsmappen sind aber trotzdem eine super Möglichkeit, um eure Schnittmuster zu sortieren. Diese Präsentationsmappen gibt es in A5 und in A4. In A5 könnt ihr die zum Beispiel verwenden, wenn ihr eher Taschenschnittmuster habt. Da braucht ihr meistens nicht mehrere Varianten. Da reicht oft auch die A5-Variante und da könnt ihr auch den kleinen Block für die Deckblätter benutzen. Wenn ihr die großen Mappen habt, so wie ich hier, dann würde ich sagen, die sind wirklich perfekt für Kleidung, aber sie sind eben auch begrenzt. Ihr könnt keine dickeren Hüllen einheften oder sowas, das geht halt nicht. Die sind schon fest, die Hüllen, und deswegen könnt ihr da nichts mehr dran verändern. Mein System hat aber jahrelang funktioniert. Mir sieht das nur viel zu unordentlich aus und deswegen habe ich jetzt mal schnell diese Deckblätter reingetan und schaut mal, so kann man das doch wirklich benutzen, so sieht es viel ordentlicher aus. Die Links zu solchen Präsentationsmappen habe ich euch unten in die Videobeschreibung gelegt. Möglichkeit Nummer 4 ist eigentlich meine neueste Errungenschaft. Eigentlich habe ich die nur besorgt, um die euch im Video zu zeigen. Und was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Diese Zipper-Aktenhüllen hier, die es gibt, schaut mal, die haben ja oben diesen Reißverschluss, sind damit sogar wasserdicht. Die sind einfach klasse, ich liebe sie. Ich habe dort meine ganzen Schnittmuster einsortiert. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So hier. Und ihr könntet zum Beispiel auch schon fertig zugeschnittene Stoffe hier rein tun und die dann beiseite legen, weil ihr jetzt gerade keine Zeit zum Nähen habt oder so. Also die sind vielseitig einsetzbar. Diese Dokumententaschen sind zwar im A4-Format, aber sie sind irgendwie auch ein bisschen größer. Ich habe hier zum Beispiel auch den Stoff für meinen Zuschnitt reingetan. Das ist schon fertig, das nähe ich, wenn ich mal Zeit dafür habe. Und schaut mal, wie schön hier meine Schnittmuster reinpassen. Ich muss gar nicht viel falten, die sind wirklich ein ganz kleines Mühe größer und deswegen passt das alles perfekt rein. Gerade die Schnittmuster, die ich noch benötige oder die ich eben in naher Zukunft nähen möchte, bringe ich in diesen Hüllen unter. Man kann sie aber auch langfristig nutzen. Ihr könnt sie auch benutzen, um eure Schnittmuster zu sortieren, und zwar langfristig, indem ihr einfach auch hier wieder gut beschriftet, also ein gutes Beschriftungssystem nutzt. In meinem Fall ist das natürlich jetzt wieder mein Schnittmusterblock. Und wenn ich die dann sortieren möchte, dann könnte man jetzt denken, also solche Taschen, die sind ja irgendwie wabbelig und die fliegen ja rum. Aber das ist gar nicht so. Ich habe mir nämlich überlegt, dass man die auch super in so einen Zeitschriftensammler reinstellen kann. Und da stehen die wirklich perfekt drin. Und könnte jetzt auch diesen Zeitschriftensammler selbst nochmal beschriften und ranschreiben, welche Schnittmuster da drin sind. Es passt dann aber auch perfekt in den Schrank. Möglichkeit Nummer 5 sieht aus wie ein Skizzenblock, ist aber keiner. Und zwar ist das auch ein Aktenordner. Ich klappe euch den mal auf. Der ist wie eine Ziehharmonika.
und kann hier richtig tolle, tiefe Fächer entfalten. Schaut mal, hier kann man richtig viel einsortieren. Es sind genau 13 Fächer, die aber super tief sind. Das heißt, wenn ihr von einem Schnittmuster viele Größen zuschneidet, zum Beispiel weil ihr für Kinder näht, dann habt ihr ja ein wirklich tiefes Fach. Auch diese Möglichkeit verlinke ich euch wieder unten in der Videobeschreibung. Die gibt es tatsächlich eher im Onlinehandel. Ich kann mir jetzt hier also alles einmal auseinanderziehen und habe dann unten auch einen richtigen Stand. Also das ist ein Ordner, der tatsächlich auch alleine stehen kann. Den könnt ihr zum Beispiel auch unter dem Nähtisch stellen und dann eben so flach zusammenfalten, wie ihr es benötigt. Ihr habt hier auch noch verschiedene Möglichkeiten, das zu sortieren. Da liegt ein bisschen Papier bei, damit ihr das noch bunt sortieren könnt. Ich stecke jetzt erstmal meine Schnittmuster, also alles, was mit der Cozy Pants zusammenhängt, in eins der Fächer rein. Und das ist richtig viel. Das ist für kurze, lange Hosen verschiedene Größen. Jetzt kommt noch das Deckblatt rein. Und ihr seht, ich habe hier trotzdem noch super viel Platz. Also ich könnte jetzt noch 3 verschiedene Größen für dieses Schnittmuster zuschneiden und dort mit reintun. Und es wäre trotzdem noch nicht voll. Hier können also auch sehr große Schnittmuster rein, zum Beispiel auch Erwachsenenschnittmuster. Wenn ihr also sowas wie einen Mantel habt oder so, dann könnt ihr hier das Schnittmuster super verbringen. Dann faltet ihr das Ganze wieder einfach zusammen, steckt den Gummi rum und fertig. Also jetzt ist die Mappe sogar wieder total schmal, je nachdem, wie viel Schnittmuster ihr drin habt. Also ich muss jetzt noch ein bisschen weiter sortieren und werde jetzt noch ein paar schöne Deckblätter beschriften und mit einsortieren, damit hier mal so richtig Ordnung einziehen kann bei meinen Schnittmustern. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und drückt die Glocke für weiteren Content. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!